Annyeonghaseyo. Hallo, ihr Lieben, ich bin Bonnie, die Cooking Diva. Heute werde ich euch 7 Grundzutaten der koreanischen Küche vorstellen, bevor ich weitere koreanische Rezepte präsentiere. Damit versteht ihr besser, was gemeint ist und spontan loskochen. Wenn ihr zu Hause koreanisches Essen zubereiten möchtet, dann geht ihr in ein asiatisches Lebensmittelgeschäft und besorgt diese 7 Grundzutaten und damit kann man um die 70% koreanisches Essen zubereiten. Außerdem ihr habt eure Küche Zucker und Salz und Pfeffer haben. Nummer 1. Die rote Chili-Pfeffer-Paste. Auf Koreanisch heißt Gochujang. Gochu bedeutet rote Pfeffer und Sang bedeutet Paste. Dies ist ein sehr einzigartiges Gewürz aus Korea. Es wird aus rotem Chili-Pfefferpulver, fermentiertem Reismehl, gepresster Sojabohnenmasse und Salz hergestellt. Natürlich ist es scharf, aber es hat auch süße und frische Geschmack. Es wird auch als Gewürz in vielen koreanischen Gerichten wie Tteokbokki, Bibimbap oder Eintopf verwendet. Vielleicht habt ihr Sriracha oder Tabasco in eurer Speisekammer, aber diese sind etwas saurer Geschmack dabei, so dass sie nicht für die Verwendung anstelle von Gochujang geeignet sind. Nummer 2. Sojabohnenpaste. Auf Koreanisch Doenjang. Um Sojabohnenpaste herzustellen, wird eine fermentierte und gepresste Sojabohnenmasse Minimum 40 Tage lang in Salzwasser eingeweicht. Sojasauce wird aus der Brühe hergestellt, die sich aus den mit Salzwasser getränkten Sojabohnenelemente bildet. Während der feste Klumpen zu Sojabohnenpaste verarbeitet wird. Sojabohnenpaste ist eine gute Proteinquelle und enthält Isoflavon, die sehr hilfreich sind für weibliche Hormone. Außerdem noch mit der Doenjang-Paste kann man typische Fleischgeruch minimieren. Daher mariniere ich einige Fleischsorten damit. Und Doenjang ist Hauptzutaten für Doenjang-Jjigae und Doenjang-guk zu machen. Nummer 3. Samjang. Dieses Produkt kann man auch fertig kaufen, aber auch leicht selber herstellen. Wenn ich Gochujang und Doenjang im Haus habe, mische ich das in etwa 1:1, füge noch Sesamöl und ein paar grob gehackte Nüsse hinzu. Experimentieren Sie selbst ein wenig mit den Mengenangaben, ob Sie milder oder scharf haben möchten. Nummer 4. Sojasauce, auf Koreanisch Ganjang. Es gibt viele Arten von Sojasaucen. Koreanische Sojasauce, chinesische oder japanische Sojasauce, die alle unterschiedliche Aromen und Zutaten enthalten. Ich werde euch 2 Arten von koreanischer Sojasauce vorstellen. Jjinganjang ist süßer und dunkler als Suppensojasauce. Die kann ich nennen Allzweck-Sojasauce. Und sie kommt zum Einsatz bei Schmor und Fleischgerichten wie Bulgogi oder Galbi und den meisten Nebengerichte wie 콩나물, 시금치 und so weiter. Gukganjang ist eine helle und eher salzige Sojasauce und wird überwiegend in Suppen, Eintöpfen und Soße verwendet. Nummer 5. Rotes Chilipulver. Auf Koreanisch Gochugaru. Dieses ist das am häufigsten verwendete Würzaroma in der koreanischen Küche. Es gibt 2 Arten von Gochugaru. Grobes Pulver aus rotem Chili kommt besonders bei der Kimchi-Zubereitung zum Einsatz. Und feines Pulver aus rotem Chili wird,
generell als Gewürz für alles verwendet. Nummer 6. Sesamiöl, auf Koreanisch 참기름. Schon der Geruch macht mich himmlisch entspannt. Sesamöl wird durch Rösten von Sesam hergestellt und wird häufig in Kombination mit weiteren Zutaten verwendet. Sesamöl verleiht dem Essen zusätzlichen Geschmack, ist jedoch nicht für frittierte Lebensmittel geeignet. Nummer 7. Fischsoße, auf Koreanisch Seokguk. Auch hier gibt es viele verschiedene Sorten. Und meine Lieblingsfischsoße ist die mit dem 3-Krabben-Etikett. Wenn Sie also koreanisches Essen zubereiten möchten, besorgen Sie sich diese 7 Basiszutaten im asiatischen Lebensmittelladen oder online. Dazu gebe ich Ihnen am besten auf meinen Amazon-Shop-Link unten. Wenn ihr mein Video gefällt, abonniere mich. Danke für eure Unterstützung. If you like my video, please subscribe. Thank you. Das war's heute wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann, auf Wiedersehen. 안녕.